gedacht haben könnten, weil ich nämlich einige Jahre in Düsseldorf auch gearbeitet habe und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sage aber jetzt nicht wo, im Krankenhaus in Düsseldorf. Ja, ich leite in Köln eine Klinik für Geriatrie, also für Alterssachen. Da kann man sicherlich viel nicht medikamentös machen, aber es ist ein ungelöstes Problem. Zu mir kommen Patienten auch mit mehr als 10, teilweise auch 15 verschiedenen Medikamenten. Und der Fehler ist halt, dass man versucht, für jede Indikation was zu geben, den Leitlinien entsprechend. Da muss ja nur einer einen schweren Bluthochdruck haben, da haben sie vielleicht schon 4 verschiedene Medikamente, plus Parkinson haben sie auch schon mal 3 bis 4 verschiedene Medikamente. Ja, dann kommt noch eine Demenz dazu, dann kommt noch ein Diabetes oder eine Fettstoffwechselstörung und schwuppdiwupp oder vielleicht auch eine Lungenerkrankung, da haben sie schon mehr als 10 Medikamente. Ne? Und da bin ich persönlich auch der Meinung, da muss man auch den Mut haben, als Arzt von den Leitlinien abzuweichen. Ne? Weil auf der anderen Seite gelten die Leitlinien ja auch nicht für Hochbetagte, ne? Für geriatrische Patienten. Die Leitlinien sind im Prinzip an Patienten erarbeitet worden, die unter 60 oder 65 sind. Das ist ja auch das Problem. Sie haben weder für die Geriatrie noch für die Pädiatrie, also für die Kinderheilkunde, wirklich genügend Studien. Ja? Und also insofern darf man auch den Mut haben, und muss man den Mut haben, glaube ich, als Altersmediziner und auch als Internist oder Hausarzt, der mit Älteren zu tun hat, zu reduzieren. Das ist auch meine Meinung. Aber wissen Sie was, wir scheitern da im Alltag immer wieder dran. Ne? Im Grunde stolpern wir dann immer wieder auch über die Empfehlungen des Kardiologen, der 3 verschiedene Gerinnungshemmer empfiehlt. Ja, häufig kommen die dann mit sogenannten Dreifachtherapie, mit Marcomar, mit anderen blutverdünnenden Mitteln. Ja, der Neurologe empfiehlt auch 3, 4 verschiedene Medikamente. Also es ist echt, das ist eine Herausforderung, ne, für den Allgemeinmediziner oder Praktiker. Ja, also, dass er das riskiert, auf sowas zu verzichten.